und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Heute fahren wir mal was richtig Feines. Das alte Topmodell vom Carrera 991.2, den Carrera 4 GTS. Der Gute läuft gerade warm. Ja, und hier haben wir ihn. GT Silber Metallic 991.2 Carrera 4 GTS. Das wird heute richtig lustig. Ist noch ein bisschen bedeckt. Wir warten mal noch ein bisschen, dass die Sonne ein bisschen rauskommt. Die Sonne verdrängt die Wolken so langsam, der Regen verschwindet. Vorhin war es doch echt miese Wetter. Aber jetzt ist ja wirklich richtig schön, auch wenn es noch schön vernebelt ist. Und ja, es ist immer noch von den Bäumen tropft. Es hat einfach was Herbstliches. Und Carrera 4 GTS macht das natürlich nichts aus mit dem Allradantrieb. Und hier ist er in GT Silber Metallic. Das ist eine geile Farbe. Ich mag die immer mehr, weil auch auf der 992 Review auf dem Carrera S Cabriolet in GT Silber Metallic, der hier in derselben Farbe, und es ist schon echt ein krasses Auto. Bin schon ein bisschen gefahren, so 50 Kilometer ungefähr, und was mich am meisten überrascht, das PDK ist eine Menge schneller als in anderen Porsches, die ich bisher gefahren bin. Also es ist wirklich nur genauso schnell im 992. Der haut die Gänge hier rein, das zeige ich euch gleich noch, wenn wir auf der Landstraße unterwegs sind. Das ist mega geil, das bringt mega Spaß, das ist wirklich richtig krass gemacht vom Porsche. Der hier vom Außenexterieur hat ein paar Kleinigkeiten, die nicht ganz normal sind. Also einmal haben wir das PDLS LED-Licht, dann hat er natürlich diese GTS-spezifische Front, die sieht noch mal ein bisschen anders aus als die normale. Aber auch so ein paar Kleinigkeiten hat er hier. Der hat die Waschanlage für die Scheinwerfer in Wagenfarbe lackiert. Etwas, was wirklich extrem teuer ist bei Porsche für so ein kleines Teil. Dann natürlich GTS-spezifisch haben wir diese Zentralverschlussräder. Die gab es wirklich nur auf dem GTS. Die sehen sehr ähnlich aus wie beim Turbo S. Haben ein kleines GTS-Logo hier unten. Und hier die Seitenschweller sind auch in GT Silber Metallic lackiert. Und was auch in GT Silber Metallic lackiert ist, ist hier die Unterschale vom Seitenspiegel. Das sind alles so Kleinigkeiten, die waren, als das Auto neu war, nicht günstig. Und das hier schon echt eine feine Nummer. Hinten auch GTS-spezifisch, kennt man alles. Sportabgasanlage, verdunkelte Heckleuchten und ein extrem langer Schriftzug. Porsche 911 Carrera 4 GTS. Das ist wirklich schon ein extrem langer Name für ein Auto. Als Carrera 4 Variante hat der hier natürlich auch die breiten Hüften. Das sieht einfach geil aus, und auch dieses Leuchtband, was dann durchgeht, das sieht auch einfach nur stark aus. Sonst hat er natürlich auch wieder einen kleinen Spoiler, der ausfährt, und hier dieses Fahrzeug hat auch das Panorama-Glasdach, und das lässt sich auch öffnen. Im Interieur ist das GTS-Paket verbaut, aber auch noch ein paar andere Kleinigkeiten, sag ich mal. Zum einen haben wir wieder 18 Wegesitze. Ich mag die wirklich, und ja, man kann sich die wieder perfekt einstellen mit Memory-Paket, natürlich auch abspeichern, Memory-Paket, aber hier nur für den Fahrer. Dann weiter, das Fahrzeug hat die beleuchteten Türeinlässe hier mit Carrera 4 GTS in Carbonoptik, sonst Interieurpaket GTS heißt. Wir haben dieses Teil Alcantara, Leder und die Carbonoptik mit rhodium-silbernen Ziernähten. Das sieht schon wirklich cool aus. Und auch wenn wir uns die Sitze ansehen mit GTS in der Kopfstütze, die Ziernähte gehen überall runter. Und das ist auch auf der Rückbank so. Also da haben wir auch die Ziernähte, das Alcantara, das Leder da hinten. Das ist schon wirklich eine feine Sache. Auch die Armlehne in dem Alcantara mit den silbernen Ziernähten. Und selbst hier unten die silbernen Ziernähte auf den Fußmatten, selbst auf der Rückbank, wo man natürlich in einem 911er nie Platz nimmt.
Aber der Platz ist natürlich nicht verschenkt. Da kann man richtig was reinhauen an Zeugs. Da passt eine Menge rein, wie in jeden 911er. Also hier Fahrerseite Memory-Paket verbaut. Wir haben auch den Spurwechselassistent verbaut. Die leuchten rot auf, wenn ein Fahrzeug im toten Winkel ist. Und das Bose-Paket ist auch verbaut. Die GTS-Variante beim 991.2, die hat schon 450 PS. Also das Fahrzeug ist hier genauso schnell wie der Nachfolger der 992, den wir ja auch schon mal in einem Video hatten. Und das ist schon wirklich, also und dann noch mit der Allrad-Variante ist halt richtig fix. Hat auch wirklich immer Traktion. Vorhin hat es die ganze Zeit geregnet. Das ist einfach krass. Das ist ein absoluter Alleskönner, egal in welchem Wetter. Den kann man hier problemlos auch mit Winterreifen fahren. Im Interieur haben wir hier das GT Sportlenkrad, aber mit Multifunktion. Das heißt, wir haben hier die ganzen Tasten für Telefon. Kann man hier natürlich mit der Walze wieder das Display umändern, wie man das halt gewohnt ist. Und hier natürlich noch die Lautstärke und so weiter. Wir haben auch den normalen Tempomat mit an Bord. Das heißt, wir haben keinen Radarabstandshalter, aber wir haben natürlich GTS typisch das Sport Chrono Paket mit an Bord. Das heißt, wir können hier wieder die Fahrmodi umschalten und den Sport Response Button, den haben wir auch. Was wir auch haben, ist eine Lenkradheizung, die kann man hier drinnen aktivieren. Das ist auch eine wirklich coole Sache, funktioniert auch echt gut und bei dem Wetter jetzt hier gerade, da ist so eine Lenkradheizung schon echt was Feines. Es ist noch nicht ganz so kalt, aber es ist einfach unangenehm nass. Und was wir auch noch haben, wir haben eine Sitzheizung mit an Bord, wir haben die Klimaautomatik mit an Bord. Das ist schon echt ganz cool. Wir können natürlich hier unten auch Sportabgasanlage, Spoiler, Fahrwerk und so weiter alles einzeln anwählen. Wobei ich benutze zum Beispiel immer nur hier den Mode Selector vom Sport Chrono Paket. Wenn ich da in Sport gehe, dann ist auch automatisch die Abgasanlage mit an und die Autostart-Stopp geht aus. Dann haben wir natürlich hier die Knöpfe für das Panoramadach. Also das heißt, wir können hier einmal das Panoramadach abdecken und wir können mit den anderen beiden Knöpfen können wir das auch noch weiter öffnen. Das heißt, wir können das einmal so einen Spalt öffnen oder wir können das auch ganz öffnen. Und wenn das so ganz offen ist, dann kommt da schon ein bisschen Cabrio-Feeling auf. Natürlich jetzt bei dem Wetter braucht man das nicht, das lässt man geschlossen. Sieht aber, finde ich, richtig cool aus, wenn man die Fahrzeuge so ein bisschen so von oben sieht, wenn die dieses Glasdach haben. Das wirkt einfach noch so ein bisschen cooler als das normale Dach. Fahrtechnisch habe ich hier mal einen Verbrauch von 11,8 Litern hingelegt bei 53 Kilometern. Da war jetzt ein bisschen sportliche Fahrweise dabei, sonst alles ganz gediegen. Was mich gewundert hat, wenn man den hier wirklich sachte fährt, dann kommt man da unter 11 Liter hin. Das hätte ich nicht erwartet für 450 PS und 3,6 Sekunden auf 100. Das ist schon krass. Aber ja, sonst ist das wirklich ein echt geiles Auto. Und ja, wie ich das schon gesagt habe, gerade das PDK, das gefällt mir sehr gut. Deswegen werde ich das Auto jetzt mal verkabeln und dann zeige ich euch mal genau, wie sich das anhört. Das ist schon wirklich krass. So Leute, jetzt zieht euch das mal rein. Sportmodus, manuelle Gasse, dritter Gang, erster. Knallt der in die Gänge rein. Das ist doch krass, hier zieht, zack, ist der Gang da. Zack, ist der Gang da. Zack, ist der Gang da. Also es kommt mir schon fast noch besser vor als im 992. Das ist so krass. Dieses Auto fährt sich absolut geil. Die Lenkung ist so gut, es ist einfach irre. Und immer Traktion. Das Runterschalten, ey, irre. Das PDK ist einfach so krass.
so ein Auto, echt. Das ist so hammermäßig, dieses Auto. Das ist so hammermäßig krass. Und das bringt halt Spaß, ne? Wenn das Getriebe so krass reagiert, so schnell ist. Das bringt richtig Spaß. Was mich besonders wundert, das hatte ich an der Boxer GTS 4.0er Review mal gesagt, dass das Alcantara nicht so meins ist. Wobei jetzt hier, wenn es ein bisschen kühler wird, das ist halt nicht so kalt von der Oberfläche her wie das Leder sonst, ne? Also da hat es halt doch einen Vorteil. Stört mich jetzt gar nicht so sehr wie in der 4.0er Review. Also schon schwierig, da eine konstante Meinung zu haben. Irgendwie sind die Autos alle richtig geil. Also das ist zwar echt eine irre Performance, also auch wo wirklich ganz, ganz wenig mithält oder schneller ist. Und trotzdem ist halt so krass gut, noch ein Auto zu sein. Einfach nur von A nach B kann der hier echt problemlos. Du bist halt ein bisschen schneller unterwegs als der Rest. Aber sonst jetzt hier, gerade ist er am Segeln, kann er auch. Der hier kann wirklich alles. Aber das Krasseste ist einfach, wie das Auto kommuniziert mit einem. Die Lenkung ist so krass gut. Das Chassis ist so irre. Man spürt sofort, wenn irgendwo irgendwas passiert. Man weiß exakt, wo man ist auf der Straße, obwohl das ja eigentlich ein recht unübersichtliches Auto ist. Ich sitze auch immer ganz niedrig in den Fahrzeugen. Also da sieht man eigentlich gar nicht so viel. Hier gerade rechts rüber, da sehe ich einen Scheibenwischer. Da kommt ja noch ein bisschen Auto, ne? Aber ich kann das trotzdem so exakt platzieren auf der Straße. Das ist so geil. Jetzt segeln wir hier halt den Berg runter und gucken zu, wie unser Verbrauch immer weiter runter geht. Also wenn man den ganz normal fährt, bis er darauf achtet, dass man nicht immer so viel Gas gibt, dann 10 Liter vollkommen realistisch, das schafft man. So, wollen wir einmal austesten, was der Kollege so in der Beschleunigung kann, oder? Ah, das sind halt die 450 PS, ne? Das ist schon krass. Der marschiert schon richtig vorwärts. Das PDK ist einfach so krass. Zack, 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 zack. Hier ist ein Gang, da ist ein Gang, hier ist ein Gang, da ist ein Gang. Das ist echt krass. Zack, zack. Ich finde das witzig, ich hätte halt nicht gedacht, also ich habe auch ein kleines puristisches Herz, aber dass so ein PDK doch so viel Spaß bringt beim Schalten, das hat irgendwie was, an diesen Pedalen zu ziehen und halt zack ist der Gang da. Was mich wundert, der ist ja niedriger als eine normale Karre. Also klar, der hat jetzt die 18 Wegensitze, aber ist halt trotzdem super komfortabel für eigentlich einen brettharten Sportwagen. Ist ja echt richtig komfortabel. Natürlich auch wieder Sport Response Button. Ja, er ist wirklich, wirklich schnell. So, da sind wir wieder zurück am Porsche-Zentrum. Schlüssel ist abgegeben, haben Laura Siebert dabei. Ja, vielen Dank dafür. Das war wieder krass. Ich glaube, ich habe noch nie dir so ein so schmutziges Auto zurückgegeben wie heute. Definitiv nicht. Aber ich denke, mit unserem Topmodell
4 GTS hat es richtig Spaß gemacht. Ja, richtig, also dass der nochmal so anders ist als ein Carrera S oder den Targa 4, den wir hatten. Das hätte ich nicht gedacht. Also es ist auf jeden Fall nochmal ein Sprung zum normalen Carrera und auch Carrera S. Allein das ganze Interieurpaket GTS, dann nochmal die ganze Fahrperformance ist nochmal was ganz anderes und hat echt einen Abstand zum Carrera und Carrera S. Was mir besonders aufgefallen ist, das PDK ist halt so schnell. Ne? Ja, Übersetzung ist mega, ne? Das ist krass, also denkst du fest, ein GT3. Definitiv. Bin ich noch nicht gefahren, aber so stelle ich es mir halt vor. Ja, dann schön, freut mich, dass es Spaß gemacht hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab wieder ganz lieben Dank. Ja, sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Ciao.